heiße Krisimira Kirova und komme aus Bulgarien. Ich bin 34 Jahre alt und habe angewandte Linguistik studiert. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Chrissy und bin deine Deutschlehrerin. Bist du jetzt auf der Suche nach deinem Traumjob? Hast du gleich Kopfschmerzen, wenn du Vorstellungsgespräch hörst? Bist du unsicher, was für Fragen du bekommst und wie du sie am besten beantworten kannst? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich habe 5 der meistgestellten Fragen herausgesucht und dann Tipps für dich formuliert, aber nur für dich. Dieses Video ist folgendermaßen aufgebaut. Du hörst zuerst die Recruiter-Frage. Dann gebe ich dir ein paar Tipps, wie du am besten aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung sie beantworten kannst. Und zum Schluss formuliere ich eine Variante, wie man die Antwort ausdrücken kann. Beginnen wir. Wir nehmen am besten eine konkrete Situation. Zum Beispiel, ich möchte mich bei einer großen IT-Firma um eine Stelle als Online-Deutschlehrerin bewerben und bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ich heiße Krisimira Kirova und komme aus Bulgarien. Ich bin 34 Jahre alt und habe angewandte Linguistik studiert. Alle diese Informationen hat der Personalleiter. Übrigens, die Person, die für die Durchführung von Bewerbungsgesprächen in einer Firma verantwortlich ist, wird oft als Personalleiter, Personalverantwortlicher, Recruiter oder Personalmanager bezeichnet. Diese Bezeichnungen können je nach Unternehmensgröße und Unternehmensstruktur variieren. In kleineren Unternehmen übernimmt möglicherweise der Inhaber oder ein Manager diese Aufgaben. So, wie gesagt, der Recruiter hat schon alle diese Infos von den Bewerbungsunterlagen gelesen. Bewerbungsunterlagen, das sind der Lebenslauf. Meistens wird er in Deutschland tabellarisch erstellt und enthält alle wichtigen Infos über deinen beruflichen Werdegang. Dann das Motivationsschreiben, was auch als Bewerbungsschreiben oder Anschreiben zu finden ist. Das ist ein persönlicher Text, der allgemein auf die Frage antwortet, warum die Firma genau dich einstellen sollte. Dann die Zeugnisse, das können Sprachzeugnisse sein oder von vorigen Arbeitgebern. Dann die Zertifikate, dann die Zeugnisse, die können aus einer Schule oder von vorigen Arbeitgebern sein. Dann die Zertifikate von Sprachkenntnissen oder von Fortbildungen, Weiterbildungen. Die Diplome von einer Uni, Referenzen oder Empfehlungsschreiben und eventuell auch andere nötige Bewerbungsunterlagen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schreibe mir bitte einen Kommentar und ich drehe ein separates Video dazu. Also, die persönlichen Informationen sind dem Recruiter oder der Recruiterin schon bekannt. Und deshalb ist es nicht nötig, dass du noch einmal darüber sprichst. Okay, aber dann höre ich gleich deine Frage. Aber Chrissy, was soll ich dann sagen? Wie soll ich diese Frage beantworten? Diese Frage bietet die Gelegenheit, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Hier sind einige Tipps, wie du am besten diese Frage beantworten kannst. Gib eine kurze berufliche Zusammenfassung. Hebe relevante Erfolge und Schlüsselqualifikationen hervor und denk immer an die konkrete Stelle, um die du dich bewirbst. Am besten nennst du einige deiner Stärken, die den Anforderungen der Firma entsprechen. Denk auch daran, deine Antwort auf 2 bis 3 Minuten zu begrenzen.
kurz und prägnant. Ich unterrichte seit mehr als 3 Jahren Deutsch und werde gerne die Mitarbeiter Ihrer Firma beim Lernen unterstützen. Als erfahrene Lehrkraft verfüge ich über einen Abschluss in angewandter Linguistik und über eine spezifische Fortbildung als Deutschlehrkraft. In den letzten 4 Jahren lag mein Schwerpunkt auf dem Online-Unterricht, bei dem ich sowohl kleine Gruppen als auch individuelle Schüler betreut habe. Mein Fokus lag dabei hauptsächlich auf der Erwachsenenbildung. Während meiner Karriere habe ich einen starken Fokus auf die Schaffung einer angstfreien Atmosphäre gelegt, die die individuellen Bedürfnisse der Schüler berücksichtigt. Ich habe erfolgreich innovative Unterrichtsmethoden eingesetzt, um den Schülern das Material zugänglicher zu machen und ihre Lernergebnisse zu verbessern. Besonders wichtig ist mir die Methode, Grammatik so einfach wie möglich zu erklären und sie durch Beispiele aus dem echten Leben zu veranschaulichen. Ich bringe auch Erfahrung als IT-Recruiterin mit und sehe dies als wertvolle Grundlage für eine effektive Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern. Durch meine vorherige Tätigkeit habe ich eng mit dem IT-Team zusammengearbeitet, wodurch ich nicht nur mit den spezifischen Gewohnheiten, sondern auch mit den Fachbegriffen vertraut bin, die in diesem Bereich gebräuchlich sind. Ich bin sehr begeistert von der Möglichkeit, meine Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Organisationsfähigkeit einzusetzen, um zu Ihrem Team beizutragen. Frage Nummer 2. Warum sind Sie an dieser Position interessiert? Diese Frage bietet die Möglichkeit, deine Motivation und Passung zur ausgeschriebenen Stelle zu betonen. Hier sind einige Punkte, die du bei deiner Antwort berücksichtigen kannst. Betone, wie gut deine Fähigkeiten und Qualifikationen zu den Anforderungen der Stelle passen. Verweise auf konkrete Qualifikationen und Kompetenzen. Falls relevant, dann könntest du auch mitteilen, warum genau diese Branche des Unternehmens für dich interessant ist. Zeige, dass du dich mit den Werten und Zielen des Unternehmens identifizieren kannst. Hebe Aspekte der Position hervor, die dich besonders ansprechen. Das können bestimmte Projekte, Verantwortlichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten sein. Erkläre, wie diese Position in deinen langfristigen Zielen passt. Zeige, dass die Rolle nicht nur eine kurzfristige Lösung ist, sondern dass du langfristig in dieser Position sein möchtest. Ich bin besonders in dieser Position interessiert, weil sie eine optimale Gelegenheit bietet, meine langjährige Erfahrung im Online-Unterricht einzubringen. Die Herausforderungen, die mit der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt und den unterschiedlichen Kulturen verbunden sind, sprechen mich an und ich freue mich drauf, meine Fähigkeiten einzusetzen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bin ich von der Innovationskraft Ihres Unternehmens und der Möglichkeit, an Projekten wie Bildung zugänglich für alle mitzuwirken beeindruckt. Diese Position stellt für mich nicht nur eine berufliche Herausforderung dar, sondern harmoniert auch ideal mit meinen langfristigen Zielen. Ich strebe danach, meine Tätigkeit weiterhin flexibel von zu Hause aus zu gestalten und meine Expertise im Bereich Business Deutsch weiter zu vertiefen. Frage Nummer 3. Welche relevante Erfahrungen bringen Sie für diese Position mit? Um diese Frage effektiv zu beantworten, ist es wichtig, auf konkrete Beispiele aus deiner beruflichen Lebensbahn einzugehen. Hier sind einige Schritte, die du befolgen könntest. Schaue dir die Stellenbeschreibung an und identifiziere die wichtigsten Qualifikationen und Anforderungen.
Nenne einigen deiner bisherigen beruflichen Erfahrungen, die direkt mit den Anforderungen für die Position in Verbindung stehen. Konzentriere dich dabei auf relevante Aufgaben, Projekte oder Verantwortlichkeiten. Zeige, wie deine Erfahrungen einen Mehrwert für das Unternehmen darstellen. Ich bringe umfassende Erfahrungen im Bereich Deutschlehren mit, die direkt auf die Anforderungen dieser Position einzahlen. In meiner gegenwärtigen Position als Deutschlehrerin und in meiner vorherigen Rolle als IT-Recruiterin habe ich erfolgreich ein kleines Team geleitet und mit Menschen aus der ganzen Welt kommuniziert, was meine Kommunikationsfähigkeit, meine interkulturelle Kompetenz und mein Einfühlungsvermögen weiterentwickelt hat. Darüber hinaus habe ich in meiner Karriere bewiesen, dass ich effektiv in einer dynamischen Umgebung arbeiten kann, was perfekt zu den Anforderungen dieser Position passt. Ein Beispiel hierfür sind die vielfältigen Wünsche meiner Lernenden, auf die ich angemessen reagiere und passende Materialien für sie entwickle. Ich bin überzeugt, dass diese Erfahrungen mich befähigen, einen bedeutenden Beitrag zu ihrem Team zu leisten und die Ziele des Unternehmens, wie zum Beispiel die Erleichterung der Kommunikation zwischen den Teams, erfolgreich zu unterstützen. Frage Nummer 4. Wie gehen Sie mit stressigen Situationen um? Mit dieser Frage möchte die Recruiterin oder der Recruiter mehr über deine Stressbewältigungsfähigkeiten und deine Herangehensweise an Drucksituationen erfahren. Hier sind einige Punkte, die du bei deiner Antwort mit einbeziehen könntest. Betone, dass du die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkontrolle besitzt, um in stressigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Erkläre, wie du effektiv priorisierst und Zeitmanagement-Techniken einsetzt, um auch unter Druck organisiert zu bleiben. Hebe hervor, dass du in der Lage bist, effektiv mit Teammitgliedern zu kommunizieren, um Lösungen zu erarbeiten. Teile mit, ob du Stressbewältigungsstrategien wie Pausen, Atemübungen oder das Aufteilen von großen Aufgaben in kleinere Schritte anwendest. Verwende konkrete Beispiele aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du erfolgreich mit stressigen Situationen umgegangen bist. In stressigen Situationen setze ich auf eine Kombination aus Selbstreflexion und effektivem Zeitmanagement, indem ich klare Prioritäten setze und Aufgaben in überschaubare Schritte unterteile, bewahre ich einen klaren Kopf und kann fokussiert arbeiten. Gleichzeitig bin ich offen für Kommunikation und Zusammenarbeit, um gemeinsam mit dem Team Lösungen zu erarbeiten. Ich habe festgestellt, dass kurze Pausen und Atemübungen mir helfen, meine Energie zu regenerieren und mich besser auf die Aufgaben vorzubereiten. Ein konkretes Beispiel dafür war die Arbeit mit schwierigen Lernenden, die keine Erfahrung mit Lernen von Fremdsprachen hatten und denen ich mehrmals Lerntipps und Techniken mitteilen sollte, damit sie den Kurs erfolgreich abschließen. Dabei habe ich unter Druck eine effektive Lösung gefunden und geduldig sie zum Erfolgserlebnis geführt. Frage Nummer 5. Haben Sie Fragen an mich? Diese Frage ist eine Gelegenheit für dich, mehr über die Position, das Team, die Projekte, die Aufgaben, den Alltag generell, das Unternehmen zu erfahren. Hier sind einige Tipps für die Antwort. Frage nach den spezifischen Aufgaben der zukünftigen Mitarbeiter. Dies zeigt, dass du ernsthaft überlegst, wie deine Fähigkeiten zur Position passen. Du könntest auch nach der Teamstruktur, nach der Unternehmenspolitik
Jobkultur, Entwicklungsmöglichkeiten oder anderen Aspekten fragen, die für deine Entscheidung relevant sind. Frage auch nach dem nächsten Schritt im Auswahlprozess oder wie die Entscheidung nach dem Interview getroffen wird. Dies zeigt, dass du interessiert und engagiert bist. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Fragen. Könnten Sie mir mehr über die täglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in dieser Position erzählen? Außerdem interessiere ich mich dafür, welche Möglichkeiten es für berufliches Wachstum gibt. Und könnten Sie mir bitte den nächsten Schritt im Auswahlprozess erklären? So, das war's für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich für dich war und dass du dich bei deinem nächsten Bewerbungsgespräch viel sicherer fühlst. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es Themen gibt, die dich interessieren, schreibe mir am besten hier unten einen Kommentar. Ich freue mich wie immer, dir weiterzuhelfen. Bis zum nächsten Mal.